Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er hat nämlich ein System entwickelt für Coachings, für Lernen, Sprachenlernen, aber auch Themen lösen, ja, Konflikte, Ängste. Also ganz, ganz toll und ich freue mich heute sehr, mit ihm darüber sprechen zu dürfen. Er heißt Josua Koberg und ist extra hergekommen aus Deutschland und ich freue mich sehr darüber. Hallo Josua. Dankeschön, ja. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja heute ein ganz besonderes Thema, das Thema Gesundheit. Und du als Neurowissenschaftler kennst da natürlich noch mal ganz andere Zusammenhänge. Der ein oder andere denkt, na ja, hat vielleicht mit schlechten Lebenssituationen zu tun, Rauchen, Alkohol, kein Sport, sitzende Tätigkeit. Aber wie eine Krankheit entsteht, da steckt wohl noch ganz viel mehr dahinter. Absolut, ja. Also ich sag mal, wenn man das aus Sicht des Gehirns betrachtet, dann haben wir eigentlich immer Routinen, die erst auf dieser Ebene ablaufen, bevor wir eine körperliche Manifestation bekommen. Also ich sag mal, eine Krankheit ist ja immer schon körperlich irgendwo in Erscheinung getreten und ich sag mal, jeder hat so seine Leichen im Keller, ja, und natürlich ist auch zu wenig Sport, zu wenig oder ungesundes Essen und so weiter ist natürlich ein Thema, ne? Also das kann man auch gar nicht wegdiskutieren, möchte ich auch nicht, aber ich sag mal, in der Regel wird Verhalten gesteuert aus dem limbischen System heraus. Das heißt, wir reden eigentlich über Gefühle, die uns zu irgendetwas veranlassen und das ist eigentlich der spannende Ansatz. Ja. Gerade bei dem Thema Krankheiten hast du ja schon gesagt, es geht davor was einher. Wie zum Beispiel, kann das auch ein Konflikt, ein Schock oder was hast du da für Erfahrungen, wenn man jetzt gerade mal so verschiedene Erkrankungen nimmt, Rheuma oder Entzündungen? Ja. Gibt es da Zusammenhänge? Genau, also das Interessante dabei ist, dass der Körper eigentlich immer versucht zu regulieren. Und wenn wir heute irgendein Krankheitsbild haben, also ich bin ja auch so ein lebender Beweis mit meinem Übergewicht, ne? Wir haben vorhin im Vorfeld ja ganz kurz darüber gesprochen, dann haben wir eigentlich immer irgendetwas, was im Vorfeld abläuft. Ne? Natürlich jetzt auch Entzündungen, auch durch Fehlernährung und so weiter, das ist klar. Ne? Aber in der Regel ist es so, dass der Körper immer versucht, etwas auszubalancieren. Ne? Also nehmen wir mal Osteoporose oder nehmen wir Übergewicht oder egal was für eine Erkrankung, dann gibt es einen Zustand, der quasi in der Krankheit ausgedrückt besser ist, wie der Zustand, den ich sonst hätte. Also das heißt, wir verlagern einfach um. Der Körper nimmt Ausweichmöglichkeiten, um zu überleben, weil wir haben ja tatsächlich eigentlich nur ein Antriebsmuster auf allerhöchster Ebene und das heißt Überleben. Und dieses Überlebensmuster, das ist ganz tief wirklich in unserem System verankert. Also das können wir auch nicht steuern. Ja? Außer ein Mensch, sagen wir mal, der irgendwie Suizidgedanken hat, der hat natürlich dann noch tiefer liegende Traumata. Ja? Ja. Also Todessehnsüchte haben auch ganz viele Menschen natürlich, ne? Auch wenn sie es gar nicht bewusst haben. Aber trotz alledem muss man sagen, im Gehirn passiert etwas, bevor ich körperlich eine Krankheit oder eine Disbalance manifestiere. Gerade bei diesen Auslösern, das sind dann oft wahrscheinlich Dinge aus der Kindheit, oder? Genau. Also 95% aller Auslöser können wir tatsächlich auf das erste Lebensjahr. Ganz klar. Das erste Lebensjahr, ja genau. Hintergrund ist ganz einfach, wenn ich als Neugeborener zur Welt komme oder auch schon im Mutterleib, bin ich eigentlich komplett auf Fühlen beschränkt. Also ich bin ja eigentlich lebensunfähig. Also ich benötige sozusagen die Unterstützung durch Eltern, durch Menschen, die mich durchfüttern im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Deswegen passieren da ganz interessante Dinge. Also zum einen wirken Traumata dort extrem stark. Also das heißt, wenn ich dort Angstgefühle habe. Also und da reichen übrigens ganz kleine Geschichten. Als Beispiel, ich liege im Zimmer als Baby, meine Eltern sind irgendwie abgelenkt und ich schreie eine halbe, dreiviertel Stunde und erlebe Todesangst. Dann kann sowas schon reichen, um mich für den Rest meines Lebens in ein bestimmtes Muster hineinzuzwängen. Ja, und das können wir auch an der Hirnphysiognomie sogar nachweisen. Das heißt, man kann über EKGs, über EEGs und über MRT-Scans kann man sowas nachweisen. Und hat dann zum Beispiel mit einer sehr einfachen Möglichkeit über EKG, also HRV, Herzratenvariabilität, die Möglichkeit zu gucken, wo ist das Gehirn in Stress. Also in welcher Situation empfinde ich Stress und das kann ich dann zum Beispiel wieder übers Herz messen. Also ein sehr, sehr spannendes Konzept. Also die Neurowissenschaft hat sich eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren in einen völlig neuen Bereich hinein entwickelt. Also tut sie immer noch. Also wenn man es genau nimmt, wissen wir eigentlich immer noch
einen ganz kleinen Bruchteil dessen, was da wirklich abgeht. Ja. Mit welchen Methoden setzt man da an, um in diese Kindheitserinnerungen zurückzugehen? Was machen da die Neurowissenschaftler? Genau. Also das sind dann eigentlich eher Coaching-Methoden. Da gibt es ein ganzes Set eigentlich. Man kann von Familienstellen über Kinesiologie, über klassische Gesprächstherapie quasi gucken, wo sind diese Blockaden. Und bei mir ist es so, also ich habe mich ja dann vor 20 Jahren eigentlich auf einen Bereich spezialisiert, weil ich natürlich überlegt habe, wie kann ich denn Informationen an das Gehirn adressieren? Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, ich denke irgendwie 60, 70.000 Gedanken am Tag und ich kann am Abend nur 300 oder 400 Gedanken aufrufen, also mich bewusst erinnern, dann habe ich ja eigentlich ein gigantisches Potenzial, ne, dass ich irgendwo abrufen könnte, aber ich kann es nicht abrufen. Also ich weiß gar nicht, was ich weiß. Das ist so eine Krux im Leben. Ja? Also wir leben Traumata oder wir leben Erlebnisse aus der Kindheit, von denen wir gar nicht wissen, dass wir die leben. Ne? Und die aufzudecken ist dann das eine, aber das andere ist natürlich, mit welcher Informationsart kann ich jetzt mein Gehirn füttern, um ein neues Verhalten stärker aufzuladen wie das alte. Ja. Okay, also du sagst auch, die Information, die bleibt ja immer da. Wir hatten es ja auch im Vorfeld mal, man sagt ja auch mal gerne löschen oder sowas. Ja, genau. Das wäre jetzt aber nicht so sinnvoll, sondern man gibt da einfach eine neue, positivere Energie drüber. Aber die Voraussetzung ist schon, es zu erkennen. Genau, ganz genau. Also ich brauche immer einen bewussten Prozess. Also wenn ich nicht weiß, was in den ersten Tagen meines Lebens geschehen ist, ne, dann kann ich da auch nicht rangucken. Also dann kann ich auch nicht auf der unbewussten oder vorbewussten Ebene eine Veränderung vornehmen, wenn ich gar nicht weiß, was da los war. Also ich brauche schon irgendwie so eine Art Coaching-Prozess, um zu erkennen, wie stehe ich eigentlich oder warum stehe ich da. Ja. Also ich hatte das selber auch mal gemacht. Es ging um irgendein Männerthema und bin dann in einer Rückführung in den Mutterleib sozusagen und hatte dort extreme Angst vor einem Mann. Ja. Und ich wusste nicht, wo diese Energie herkam. Meine Mutter wusste es auch nicht. Dann habe ich auch gesagt, ja, vor wem hattest du? Und dann, nach ein paar Tagen, ist ihr eingefallen, dass sie, als sie im 4. Monat mit mir war, ein Überfall war. Spannend. Und dieser Angstkonflikt, dieser Mann, dieser Schreck und ihre Schwangerschaft habe ich komplett übernommen gehabt. Genau. Ja. Das ist auch das Spannende. Auch in der Schwangerschaft ist das Baby sozusagen, das ungeborene Kind, ist komplett in dem Hormonsystem der Mutter verankert. Das ist auch eine Erkenntnis, die erst seit 4, 5 Jahren wirklich ganz klar ist. Man hat vorher immer gedacht, man hat schon ein abgeschottetes System, ist aber de facto nicht so. Also wir haben alle Ängste, alle freudigen Momente, alles, was quasi die Mutter empfindet, nehmen wir als Fötus, dann als Embryo, Fötus und so weiter in der Entwicklungsstufe komplett mit. Na, das ist dann zum Beispiel auch ein Riesenthema, wenn ungewollte Kinder da sind, wenn Mütter überlegen, soll ich abtreiben, soll ich nicht abtreiben. Ne? Also ich möchte nur an der Stelle sagen, jetzt bitte nicht ein Schuldgefühl als Mutter, wenn man das überlegt hat. Das lässt sich alles lösen, aber man muss einfach bewusst sein, dass solche Prozesse, gefühlte Prozesse, in diesem heranwachsenden Lebewesen etwas auslösen und dort auch gespeichert bleiben. Da hatte ich auch ein paar Beispiele, wo es sich wiederholt hat. Da haben die Kinder Neurodermitis bekommen. Genau. Darf man jetzt nicht pauschalisieren, um Gottes Willen, aber da war immer dieser Konflikt, dieser Schreck da, oh Gott, ich bin schwanger. Muss ja gar nicht böse gemeint sein, aber es kommt halt mal kurz dieser, bei manchen dann halt eben. Ja. Genau. Und da wird es jetzt eben spannend, wenn man das sich bewusst macht, dass solche Konflikte da sind oder Traumata, wie auch immer man das nennen möchte, dann kann ich quasi an die Ursache gehen. Weil rein jetzt medizinisch würden wir ja heute hergehen und sagen, okay, nehmen wir das Beispiel Neurodermitis, also diese Person hat jetzt diese Erkrankung, wie behandeln wir die? Also wir geben eine Creme oder Cortisol oder was auch immer. Das heißt aber, ich würde dann, da gibt es ja dieses schöne Beispiel, ich würde beim Auto jetzt einfach, wenn die rote Lampe leuchtet, durch die Lampe zerstören. Genau. Und sagen, so, das Problem ist jetzt gelöst. Ne? Ja, kein Öl nachfüllen. Ganz genau, ne? So in der Art. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass wir wirklich immer auf ein Gefühl kommen am Schluss. Also das heißt, jede Person manifestiert ihren Körper und ihr Leben über Gefühle. Ja? Und wenn ich jetzt eben die Haut nehme, Neurodermitis, das ist das größte Organ, das wir haben. Ja? Also das heißt im Durchschnitt ein Erwachsener 1,4 bis 1,8 Quadratmeter Fläche und das ist die Abgrenzung nach außen. So, und wenn ich jetzt Angst habe, mich nach außen abzugrenzen oder vielleicht auch einen Überlebenskonflikt, was auch immer, dann kriege ich Hautprobleme. Ja? Der Nächste sagt, okay, um zu wirken, muss ich vielleicht mehr
mehr Gewicht haben, um Präsenz zu erreichen. Ne? Der dritte sagt, wenn ich leide, Tinnitus ist so ein Klassiker, wir haben eine Studie mit über 1000 Tinnitus-Patienten gemacht, ja? Und wir haben bei 97% der Leute Erfolge erzielt. Auf der anderen Seite haben ganz, ganz viele gesagt, naja, aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ne? Und wenn man dann das Krankheitsbild von Tinnitus anschaut, dass die einfach Sachen nicht mehr hören können, wäre es schlimmer, den Tinnitus nicht mehr zu haben, aber die Frau oder den Mann wieder zu hören. Ne? So lasse ich lieber Tinnitus und habe quasi meine Ruhe in Anführungsstrichen. Ja, das schützt einen ja dann auch vor der Konfrontation mit den Themen. Ja? Ich sage ja auch immer, Tinnitus rechts, links kann man ja schön dann auf den Partner leider auch, oder die Mutter, Vater ist ja genau, wenn Kinder da mit dem Ohr Probleme haben. Habe ich bei meinen, kenne ich natürlich auch. Und ich denke, wichtig ist zu verstehen, dass da überhaupt keine Schuldzuweisungen oder sonst irgendwas dahinter stecken. Also ich habe das persönlich auch erlebt. Also ich habe meine Konflikte immer noch in Bearbeitung natürlich. Ne, logischerweise sind ja nie zu Ende. Das ist wie eine Zwiebelschale, die man immer weiter runterbricht. Und eines der Themen war zum Beispiel, dass ich als Kind sehr oft umgezogen bin. Und dann hat mein Vater mich mal angerufen. Das habe ich in einem meiner Bücher geschrieben. Ne, dann hat er das gelesen und hat gesagt, ja, also das wusste er gar nicht, dass mich das so belastet hat und so. Ne? Das war auch gar nicht die Absicht, das Gefühl bei meinem Vater zu erzeugen, sondern eigentlich geht es nur darum zu erkennen, hey, da war etwas, wir sind einfach einmal im Jahr umgezogen und das hat bei mir zu diesem Ergebnis geführt. So, und daraus hat sich ja etwas Negatives entwickelt, aber auch etwas Positives. Also wir haben immer zwei Seiten. Wenn ich heute Neurodermitis habe und ich erkenne, was dahinter steckt, erkenne ich auch, dass ich einen riesen Vorteil daraus gezogen habe. Oder aus Übergewicht oder aus einer Krebserkrankung. Und es gibt einen schönen Spruch dazu, dass wir ja immer zwei Leben haben und das zweite Leben fängt an, wenn wir merken, dass wir nur eins haben. Und wenn Menschen in so eine Situation kommen, dann erleben sie meistens ein Change Management, das sie ohne diesen Druck so nicht kriegen würden. Ja, wenn man es also wirklich dann auch nochmal ganz in der Eigenverantwortung sieht, würde ich fast auch behaupten, dass wir ja uns bewusst für dieses Leben und diese Erfahrung entschieden haben. Deswegen kommt ja dann auch das Thema vielleicht Dankbarkeit, dass ich unter den Bedingungen dieser Eltern diese Erfahrung machen durfte, um dann daraus gestärkt oder geheilt mich den Themen zu stellen, wenn man jetzt eben nach diesem, aber ich finde das eine sehr schöne Denk- und Sichtweise übers Leben. Also ich bin damit jetzt sehr gut gefahren. So. Weil du bist immer in der Eigenverantwortung. Du gibst nie was ab. Und das macht uns ja auch wirklich frei. Ne? Also wenn wir so leben können, und ich meine, klar, man muss sagen, es wird immer Situationen geben, wo wir uns als Opfer fühlen oder schlecht fühlen. Aber wenn ich das schnell genug erkenne und wieder revidieren kann, dann habe ich die ultimative Freiheit, weil ich muss mich nicht über Politik oder über Corona beschweren oder über die Finanzen oder was auch immer, sondern letzten Endes weiß ich regle das hier in meinem Leben. Das sind wahrscheinlich dann auch die Menschen, die relativ schnell kritisch Dinge hinterfragen, die nicht alles glauben. Also wir sehen, wir haben da noch so ein paar Themen aktuell. Absolut. Könnte man jetzt gerade, wenn wir über deine Erfindung sprechen, den Neos. Das ist ja wirklich, beschreib dir mal kurz in ein paar Worten, was für ein Zuschauer, der jetzt noch nie was von einem Neos gehört hat, was ist das? Genau, also das ist eigentlich meine Forschungsarbeit. Also ich habe überlegt, ich habe damals Vera F. Birkenby kennengelernt und die hat von passivem Hören erzählt. Und da hat es bei mir einen Schalter umgelegt. Also ich habe sofort verstanden, wenn ich unbewusst hören könnte, also ohne, dass ich ständig die Ohren dafür brauche, dann hätte ich einen Weg, über den ich ganz, ganz viele Informationen dauerhaft aufnehmen kann. Und das Interessante ist also die Verknüpfung mit der Frau Birkenbiel, die ist eigentlich daraus entstanden, dass ich kurz zuvor von Behrend Nada Brahma gelesen hatte. Also da geht es um die Frage, was ist eigentlich unser primäres Sinnesorgan? Und die meisten Menschen würden sofort sagen, das Auge. Also wenn ich nichts mehr sehe, das wäre das Allerschlimmste. Tatsächlich ist aber das primäre Organ, mit dem wir uns auch orientieren, das Hörorgan. Das heißt, wenn wir nicht mehr hören können oder auch schon zum Beispiel taub zur Welt kommen, haben wir eigentlich einen kompletten Entwicklungsprozess, den wir nicht umsetzen können. Und hören, also man kann das auch auf die ganzen heiligen Schriften, also jetzt egal ob die Veden oder Bibel, ist ja eigentlich egal, du kannst immer zurückgehen und kannst gucken, am Anfang war das Wort. Also wir reden immer über einen Ton, aus dem alles entstanden ist und damit kommen wir eigentlich zur Frequenz. Und das ist aus meiner Sicht heraus auch die Therapieform der nächsten hunderte Jahre. Ja? Also Frequenz und Information ist das, was wir brauchen, um uns zu heilen.
Ja, mir hat letztens eine durch Klangtherapie den Atlas. Da dachte ich, wie geil war denn das? Ganz genau. Die hat gesungen und ich habe gemerkt, wie es mir komplett meine Wirbel korrigiert hat. Also, und das ist ja unfassbar. Ja. Und schön, dass wir halt eben diese Informationen auch nach außen tragen dürfen. Jetzt den Neos, das ist wirklich so ein Gerät, den trägst du dann auf der Haut? Genau, also der ist so groß wie eine Scheckkarte, sage ich jetzt mal, ein bisschen dicker natürlich, 11 oder 12 Millimeter. Und das hat einen MP3-Player integriert und er kann jede Audiodatei, die du da drauf spielst, kann er auf eine Ultraschallfrequenz aufmodulieren und über die Haut hörbar machen. Das sind dann 2 so kleine Pads, also ich habe die jetzt zum Beispiel hier hingeklebt, gerade im Nackenbereich, also ich trage den jeden Tag. Und dann kannst du hier dauerhaft Informationen übertragen. Sitzt ja dann das Thema im Nacken, im übertragenen Sinne? Genau, also du gehst quasi relativ nah eben ans Nervensystem, ganz genau. Aber du kannst es genauso am Handgelenk tragen, am Fuß, also wo du es möchtest, ist eigentlich egal. Und spielt keine Rolle, ob ich wach bin oder arbeite? Genau, ganz genau. Es ist komplett passiv sozusagen, also im Tag eingebettet, ohne dass ich da Zeit dafür bräuchte. Und wenn ich das jetzt explizit für Krankheiten einsetzen möchte, was hast du da für ein System draufgespielt? Genau. Also ich habe etwa 100 Mentaltrainings entwickelt als Autor. Da gibt es von Selbstheilung, Selbstliebe, Dankbarkeit, Vergebung, auch Erfolgsthemen, Finanzthemen. Also da gibt es eine ganze Palette an Mentaltrainings, die aber ich sage mal schon so zu 30-40% Richtung Gesundheit gehen. Also geistige, körperliche Gesundheit. Ne? Dann kann ich aber natürlich auch jedes individuelle Thema nehmen. Also das heißt, wenn ich jetzt als Coach aktiv bin und ich arbeite mit einem Klienten irgendein Thema auf, dann kann ich ihm über den Neos die Ergebnisse des Coachings quasi transportieren. Ne? Das heißt, er nimmt dann mit seiner eigenen Stimme Kernsätze auf, Erkenntnisse, die er gesammelt hat, die er wirklich bewusst verstanden hat, und dann kann der die mit ein paar tausend Wiederholungen pro Tag über den Neos hören. Ne? Und damit tut er Erkenntnisprozesse in seinem System extrem schnell manifestieren. Ja? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Ja, macht aber schon davor Sinn, wenn ich jetzt die Organe habe und das Thema dahinter. Wir kennen das ja aus dem Volksmund. Bei der Leber ist, was ist Wut, ist ja über die Leber oder Niere, Angst. Ja. Jetzt haben wir ja natürlich zum Beispiel bei dem Thema Angst, wenn die Nieren geschwächt sind, auch infolgedessen Hormondisbalancen. Ja, zu viel Adrenalin produziert, die ganzen Progesteron, Östrogene hat es bei den Frauen oder Männern dann auch dementsprechend Testosteron zerschossen. Gibt es darüber Erkenntnisse, dass wie machst du das damit dann? Oder gibt es da auch Wirkungen im Also diese System. Wirkungen gibt es, aber wir gehen nicht so tief in der Ebene, sondern wir haben im Prinzip einfach ein Frequenzspektrum, das immer auf den gesamten Körper regulierend wirkt. Also vielleicht zur Erklärung, der Ansatz bei uns ist, hier steht ja so ein schönes Gehirn, wenn man das anschaut, jetzt haben wir nur eine Hälfte, aber wenn ich es von vorne anschauen würde, hätte ich ja 2 Gehirnhälften. Man ist ja bis vor ein paar Jahren davon ausgegangen, dass es so eine analytische, eine kreative Seite gibt. Das ist so nicht ganz richtig, sondern das Gehirn ist eigentlich ein holographisches System. Das heißt also, das arbeitet immer dann optimal, wenn das ganzheitlich arbeitet. Und wir gehen zum Beispiel beim Neos einfach grundsätzlich immer her und geben eine komplette Dauerfrequenz, die sich rosa Rauschen nennt. Dieses rosa Rauschen wirkt auf die Hirnaktivität und gleicht das Gehirn in seiner Aktivität komplett aus. Und wenn ich das Gehirn ausgleiche, hat das innerhalb von 8 bis 12 Minuten eine Wirkung aufs Nervensystem. Ja. Also Sympathikus, Parasympathikus fängt an, sich zu regulieren, und in der Regel habe ich innerhalb von 1 bis 1,5 Stunden eine Regulation auf körperlicher Ebene. Das heißt jetzt nicht, dass die Person plötzlich keine Schmerzen oder so mehr hätte, aber ich kann dadurch, dass ich den Körper erstmal in Regulation bringe, kann ich dann sozusagen optimal mit Lerninhalten, mit Coaching-Inhalten, mit Gesundheitsinhalten draufgehen und kann die sozusagen viel, viel besser verankern. Also das heißt, ein entspannter Mensch ist deutlich veränderungsbereiter als ein angespannter. Weil wenn ich auf der Flucht bin, interessiert mich der Rest eigentlich nicht. Ja. Und viele sind von ihrem Hormonsystem eigentlich auf Dauerflucht. Ja. Das sind natürlich auch diese Konflikte, die da noch in den Gliedern stecken. Gab es bei dir selber eine Erfahrung, eine gesundheitliche Heilung oder Spontanveränderung durch genau so einen Erkenntnisprozess oder
durch deine eigene Technik? Genau, also ich habe mehrere solche Themen. Ne? Also ich sage mal, mein auffälligstes, von außen sichtbares Thema ist mein Übergewicht. Also ich habe seit über 20 Jahren mit fast allen Methoden daran gearbeitet. Ne? Und 2013 habe ich da so einen Quantensprung erlebt. Also da hatte ich 173 Kilo und habe dann innerhalb von 2 Jahren mit einem Mentalsetting, mit einem neuen Mentalsetting knapp 40 Kilo abgenommen. Und 2015 hatte ich dann eine Blutvergiftung, an der ich fast gestorben bin. Das ist ein anderes Thema, aber da gab es auch sehr spannende Heilungseffekte. Ja. Und habe dann aber kontinuierlich wieder zugenommen, obwohl ich meinen Lifestyle nicht verändert hatte. Das heißt also, es war relativ klar, dass dieses Grundmuster, von dem ich gedacht habe, 2013, ich hätte es geknackt, das war in meinem 11. Lebensjahr, dass dieses Grundmuster nur ein Glied in der Kette war. Also musste ich nochmal weiter zurückgehen. Okay. Und das ist das, was ich vorhin kurz gesagt habe. Also wir entwickeln uns eigentlich wie in so Zwiebelschalen. Also wir lösen immer ein Thema, kommen an das nächste, kommen an das nächste, kommen an das nächste. Ne? Und meine Erkenntnis eigentlich aus aus meinem Selbsterleben heraus ist, dass wirklich eben diese 90-95% der massiven Programmierungen im ersten Lebensjahr liegen. Ich wusste das vorher auch, ne, aber es ist immer ein Unterschied, kann ich es vom Verstand her sagen. Ich habe das auch im Studium so gelernt. Ne? Also das ist von neurowissenschaftlicher Seite eigentlich nichts Neues. Ne? Nur einfach was bewusst zu verstehen ist eben das eine, aber es selbst zu erleben ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ich denke auch, wenn man mit dem Thema anfängt, diese Konflikte sich aus der Kindheit anzuschauen, habe ich auch das Gefühl, man bekommt auch erstmal ein bisschen die smartere Version. Ja? Genau. Und je mehr die Zwiebel geschält wird, desto, wo ich denke, wenn ich dann mal so an einem Thema jetzt dran bin, denke ich, das hätte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht verpackt. Genau. Das wäre gar nicht gegangen. Genau. Also man braucht, glaube ich, auch schon so ein gewisses Setting. So empfinde ich das auch. Ja, Ja, genau. So wie so Spiellevel. Ne? Man kann quasi immer ein Level höher spielen. Dann, ja, genau. Eben, genau. Ja. Oder tiefer, tiefer in den Kaninchenbau gucken. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und genau das ist ja aber auch das Schöne, weil man sofort, wir hatten es vorhin bei dir auch beim Thema Bluthochdruck, wenn da so ein Knack kommt, dann ist der auch so, war es bei dir auch sofort war weg? Bei mir auch so ein Thema, ne? Das hat sich innerhalb von einer Stunde eigentlich reguliert. Ja? Das ist wirklich sehr spannend, wo man sagt, okay, schulmedizinisch eigentlich schwer nachvollziehbar, neurowissenschaftlich wieder sehr wohl, weil wenn ich ein System entstresse, ja, und Bluthochdruck ist natürlich auch ein Übergewichtsthema, das ist ganz klar, ne? Aber tatsächlich ist die Ursache des Bluthochdrucks eigentlich nur Stress, ja? Weil ich habe eine Verengung, ich habe mehr Druck sozusagen, also baue ich sozusagen Druck auf. Ne? Und wenn ich den Schalter finde, und das ist für mich auch eben sehr spannend gewesen, das ist der gleiche Schalter wie mit meinem Übergewicht, von dem ich jetzt glaube, dass er im ersten Lebensjahr liegt. Wir werden es sehen, ich arbeite gerade dran. Ne? Wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Ne? Also es ist für mich auch eine spannende Reise. Aber der Blutdruck war dann jetzt auf Dauer weg? Genau, also jetzt eigentlich seit 3 Wochen. Okay, super. Ach, so frisch ist die... Genau, ist ganz neu quasi im Coaching entstanden. Ne? Genau. Ja, klasse. Ja, wenn jetzt der Zuschauer sagt, okay, das wäre auf jeden Fall mal für mich interessant, mich da weiter zu informieren. Wo hast du da deine Möglichkeiten? Genau. Also das Einfachste ist, um sich mal ganz unverbindlich zu informieren, wir haben eine Webseite neos.tv und auf der Seite findet man relativ viele Videos, wo es Erklärungen gibt, auch zum Thema Sprachenlernen, zum Thema Bildung in der Schule, zum Thema Gesundheit. Ne? Und es gibt dann auch Links zu einzelnen Webseiten, also zu meiner Firmenwebseite, zu meiner persönlichen, kann man sich dann alles anschauen. Super. Ne? Ja, dann, lieber Joshua, vielen Dank für diese tolle Wissenschaft, die du da, und ja, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, freue mich da riesig drauf und bis bald. Danke, dass du da warst. Gerne, Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch viele wertvolle Informationen aus diesem tollen Interview mit rausziehen. Also ich denke, die Technik hat da so viele Möglichkeiten, dass wir doch in der Umsetzung viele Erfolge erzielen können, auch in Bezug auf unsere Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Dankeschön. Tschüss.